Wenn du mit dem Fahrradfahren wieder anfangen willst, brauchst du viel weniger, als dir alle erzählen. Im Internet klingt es immer so: ohne perfekte Sitzposition, ohne Wattmessung, ohne High-End-Setup brauchst du gar nicht erst losfahren. Und genau an diesem Punkt war ich komplett überfordert. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ich habe mich von Informationen für ambitionierte Hobbysportler komplett verwirren lassen. Und das, obwohl ich doch einfach nur wieder Fahrrad fahren wollte. Und das Verrückte ist, es gibt eigentlich nur 5 Dinge, die du wirklich brauchst. Und eine davon unterschätzt fast jeder Anfänger, ohne die ich schon längst wieder aufgehört hätte. Ich zeige dir gleich, was du am Anfang wirklich brauchst und was du komplett ignorieren kannst. Wie war dein Wiedereinstieg ins Radfahren? Als ich selbst nach vielen Jahren wieder anfangen wollte mit Fahrradfahren, war ich komplett überfordert. Halbschuhe, Klickschuhe, teure Bib-Shorts, GPS-Computer. Ich wollte nicht Hunderte von Euro ausgeben für einen Sport, wo ich noch nicht mal weiß, ob der mir überhaupt liegt. Also habe ich mein altes Mountainbike genommen, ein paar alte Sachen angezogen und habe auf die harte Tour gelernt, was man wirklich braucht und was nicht. Wenn du als Anfänger oder Wiedereinsteiger mit dem Fahrrad wieder anfangen möchtest, passiert etwas total Seltsames. Du wirst auf einmal mit einer komplett neuen Sprache bombardiert. Ich wollte einfach nur nach Fahrradhelm-Empfehlungen googeln und plötzlich erklären mir 5 YouTuber, warum mein ganzes Leben sinnlos ist, wenn ich nicht zuerst mein FTP bestimme. Und das Problem ist, die meisten Inhalte richten sich gar nicht an Anfänger, sondern an ambitionierte Hobbysportler, die mehr als 10.000 Kilometer im Jahr Rad fahren. Die reden über Wattzahlen und optimale Sitzposition im Zehntelmillimeter-Bereich und über das perfekte Tubeless-Setup. Und du sitzt da und denkst dir: Moment mal, ich wollte doch nur mit dem Rad zur Arbeit fahren. Dieses Übermaß an Informationen sorgt schnell dafür, dass du dich als Anfänger total fehl am Platz fühlst. Und irgendwie kriegst du das Gefühl, dass du nicht nur das falsche Rad hast, die falschen Klamotten, die falsche Fitness, sondern irgendwie auch den falschen Körper. Und wenn man sich ständig mit Menschen vergleicht, die auf Strava um jede Sekunde kämpfen, fühlt sich jede kleine Runde zu wenig an. Und das setzt unterbewusst was in Gang. Und zwar Leistungsdruck. Und genau das sorgt dafür, dass viele denken, ich muss erst das perfekte Setup haben, ich muss erst die richtige Fitness haben und ich muss erst alles verstehen. Und genau das sorgt dafür, dass viele überhaupt erst gar nicht anfangen und das Fahrrad einfach stehen bleibt. Ich weiß das so genau, weil es bei mir ganz genau so war. Ich habe zig Stunden in Foren verbracht, Videos geschaut und am Ende hatte ich irgendwie mehr Fragen als Antworten. Bis ich verstanden habe, dass 90% dieser Informationen am Anfang total unnötig sind. Und genau in diesem Moment, mitten im Chaos, bin ich auf eine Frage gestoßen, die alles verändert hat. Eine Frage, die sofort klar macht, was du wirklich brauchst und was du alles weglassen kannst. Die Frage verrate ich dir gleich. Und sie wird dir unglaublich viel Stress nehmen. Aber zuerst schauen wir uns die 5 Dinge an, ohne die niemand regelmäßig Fahrrad fährt. Ein Rad, das sich gut anfühlt. Nicht perfekt. Mein größter Fehler am Anfang war, ich dachte, ich brauche erst das perfekte Rad, sonst ist das alles sinnlos. Ich habe Online-Shops durchsucht, Testberichte gelesen, aber am Ende war ich so verwirrt, dass ich überhaupt kein Fahrrad gefahren bin. Irgendwann habe ich mir einfach mein altes Mountainbike geschnappt. Kein High-End, kein Carbon, nichts. Und ich erinnere mich noch genau. Nach 5 Minuten Fahrt habe ich gemerkt, oh, das reicht ja völlig. Und in dem Moment habe ich verstanden, es geht nicht darum, ob das Fahrrad perfekt ist. Es geht darum, ob du gerne drauf sitzt. Aber weißt du, worauf es ankommt, ob du dich auf dem Rad wohlfühlst? Es ist nicht der Rahmen, es ist nicht die Schaltung, es ist was ganz anderes. Und jeder unterschätzt es. Ein einfacher Helm, der gut passt. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Helmkauf. Ich habe 1 Stunde lang über Farbe, Aerodynamik und Belüftung nachgedacht. Und am Ende habe ich einfach den falschen gekauft. Auf meiner ersten Fahrt mit dem neuen Helm hat der so dermaßen gedrückt, dass ich nach 20 Minuten umdrehen musste. Ich konnte einfach nicht mehr damit fahren.
Und genau dabei habe ich gelernt, es ist völlig egal, wie schön der Helm aussieht, wenn der nicht richtig sitzt und nicht bequem ist, fährst du damit nicht. Ein Helm, der passt, ist wie ein Schlüssel, der ins Schloss rutscht. Und du merkst plötzlich, so soll sich das anfühlen. Und genau dieses kleine Gefühl, dieses jetzt passt's, führt mich zum nächsten Punkt, weil es ein Tool gibt, was dir unterwegs genau diese Sicherheit gibt. Und fast keiner denkt am Anfang daran. Ein kleines Item, das fast niemand auf dem Schirm hat. Ein Mini-Multitool. Ich weiß noch, wie ich auf meiner ersten Fahrt bemerkt habe, dass sich mein Lenker ein klein bisschen bewegt. Es war nur 1 Millimeter, aber es hat mich so verunsichert. Ich hatte kein Werkzeug dabei. Deswegen bin ich umgedreht und vorsichtig nach Hause gefahren. Und dabei dachte ich mir, okay, Radfahren ist vielleicht doch etwas komplizierter, als ich dachte. Und dann hat mir ein Freund ein Mini-Multitool gegeben. Seitdem musste ich nie wieder wegen einer lockeren Schraube eine Fahrt abbrechen. Das hier macht den Unterschied zwischen Weiterfahren und Schieben. Aber damit dieses Tool seinen Job machen kann, brauchst du noch eine Sache und die hat nichts mit Technik zu tun. Ein Setup, das du immer bereit hast. Es gibt diesen einen Moment, den jeder Radfahrer kennt. Du willst eigentlich schnell losfahren, aber musst erst deinen Helm suchen, deine Handschuhe, das Multitool. Nichts liegt da, wo du es griffbereit hast. Und schwupps, 10 Minuten später bist du immer noch nicht losgefahren. Ich habe für mich irgendwann einen festen Platz eingerichtet. Immer an derselben Stelle. Alles griffbereit. Und der Aufwand ist auf einmal weg. Dieses kleine Setup fühlt sich an wie die Startlinie. Du guckst drauf und denkst, okay, ich kann jederzeit losfahren. Aber selbst wenn alles bereit liegt, gibt es noch eine Sache, die entscheidet, ob du fährst oder nicht. Und die ist psychologisch viel stärker als jede Ausrüstung. Ein Plan, der absurd klein ist. Ich habe mir früher vorgenommen, okay, heute fahre ich 1 Stunde. Und ganz ehrlich, in 80% der Fälle bin ich gar nicht gefahren, weil die Sache viel zu groß war. Dann habe ich es einmal anders gemacht. Ich habe mir gesagt, okay, heute fahre ich nur 10 Minuten. Und dann Schuhe angezogen und losgerollt. Auf einmal wurde es ganz einfach. Und das Witzige ist, aus 10 Minuten wurden oft 20 oder 30. Total einfach. Der Trick ist, du machst die ganze Sache so klein, dass du einfach nicht mehr ausweichen kannst. Und wenn du diese 5 Dinge hast, ein Fahrrad, das passt, ein Helm, der sich gut anfühlt, ein kleines Multitool, das dir Sicherheit gibt, ein Setup, dass du jederzeit startbereit bist und ein Plan, der so klein ist, dass du nicht ausweichen kannst, dann fährst du auf einmal und das ständig. Warum funktionieren diese 5 Dinge zusammen? Das Spannende ist, wenn du diese 5 Dinge hast, dann verändert sich etwas. Nicht an deinem Rad, sondern in deinem Kopf. Plötzlich fühlt sich Radfahren nicht mehr an wie eine große Aktion, wie ein großes Projekt, das Vorbereitung braucht. Es wird wieder das, das es sein sollte. Eine kleine Auszeit, ein Moment nur für dich. Wenn dein Ziel nur 10 Minuten sind, dann passiert etwas Schönes. Du nimmst dir selbst den Druck und genau dann entsteht Routine. Dann entsteht Spaß und du fährst öfters. Es ist fast paradox. Je kleiner die Hürde, desto größer der Effekt. Du wirst merken, dass du plötzlich öfters aufs Rad steigst. Nicht weil du musst, sondern weil es leicht geworden ist. Weil du nicht mehr nachdenken musst, was du alles brauchst, bevor du losfährst. Und all die Informationen, über die du am Anfang gestolpert bist, Wattzahlen, perfekte Sitzposition, Pedalsysteme, werden auf einmal total unwichtig. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil du sie im Moment noch nicht brauchst. Wenn du regelmäßig fahren willst, dann zählt nur zweierlei. Erstens, wie leicht du starten kannst und zweitens, wie wohl du dich dabei fühlst. Wenn du diese 5 Dinge umsetzt, wirst du nicht nur mehr fahren, sondern du wirst dich auch jedes Mal etwas freier fühlen. Ein bisschen mehr du selbst. Und genau das ist die Antwort auf die Frage, die bei mir alles verändert hat. Worum geht es beim Radfahren? Okay, das waren jetzt viele Informationen. Was ist das Fazit? Wenn du aus diesem Video nur eine Sache mitnimmst, dann vielleicht das hier.
Radfahren muss nicht kompliziert sein. Radfahren darf Spaß machen und es darf klein anfangen. Wenn du dir deine 5 Dinge zusammenstellst, wenn du dein kleines Setup hast, wenn du weißt, dass du nur 10 Minuten brauchst, dann kannst du jederzeit losfahren. Und genau darin liegt die Freiheit. Nicht in dem perfekten Rad, nicht in der perfekten Leistung, sondern in dem Moment, in dem du sagst, ich fahre jetzt einfach los. Und bevor du jetzt losfährst oder dir dein kleines Setup einrichtest, habe ich noch eine Frage an dich. Nun aber schnell. Ich will mir mein kleines Setup einrichten. Welches Ausrüstungsteil hat dir bis jetzt am meisten gefehlt? Oder noch besser, was hat dich bis jetzt am meisten davon abgehalten, regelmäßig zu fahren? Schreib's mir in die Kommentare, nicht nur für mich, sondern auch für andere, die gerade in der gleichen Situation sind wie du. Ich lese jedes einzelne Kommentar und du wirst überrascht sein, wie viele Menschen die gleichen Probleme, die gleichen Situationen und die gleichen Fragen haben wie du. Und genau deshalb entstehen unter diesen Videos oft kleine Communities, die sich gegenseitig helfen, ohne Druck, ohne Leistungsgedanken. Also schreib's rein. Manchmal ist der erste Schritt zum Dranbleiben, es einmal auszusprechen und zu merken, dass es anderen auch so geht.